Sony hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen zum Release, Vorbestellungen und zum Preis der PSVR 2. Also, wenn ihr alle Infos dazu haben wollt, bleibt dran. Die PlayStation VR 2 wurde schon vor längerer Zeit vorgestellt und wir haben immer wieder mal kleinere Einblicke in die nächste Generation der Virtual Reality auf PlayStation erhalten. Aber die Infos, die euch wirklich interessieren, da hatte Sony sich bisher noch zurückgehalten. Bis jetzt. Ja, denn der Release-Termin ist nun endlich bekannt gegeben worden. Auf ihrem offiziellen Blog hat Sony heute einen Artikel zur PSVR 2 veröffentlicht und bekannt gegeben, dass die PSVR 2 am 22. Februar 2023 erscheinen wird. Zusätzlich wird es eine Ladestation für die PlayStation VR 2 Sense Controller geben, die speziell dafür entwickelt wurde. Diese soll ebenfalls am selben Tag erscheinen. Bevor wir zum Preis der PSVR 2 kommen, erstmal zum PSVR 2 Lineup. Zuerst wird es das PlayStation VR 2 Paket geben. Das beinhaltet das PSVR 2 Headset, die PSVR 2 Sense Controller und es sind auch Stereo-Kopfhörer im Paket mit dabei. Dieses, ich sag mal, Basic Bundle dazu wird 599,99 € im UVP kosten und ist damit tatsächlich ganze 50 € teurer als die PS5 mit Laufwerk und ganze 150 € teurer als die PS5 Digital. Das ist definitiv eine heftige Ansage und ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Interessant ist vor allem eins: Es gibt ein erstes Bundle und zwar mit Horizon Call of the Mountain. Das war ja der erste Titel, der für die PSVR 2 angekündigt wurde. Und das kommt jetzt eben mit der PSVR 2 im Bundle. Das PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain Bundle enthält einen PlayStation Store Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain, das PSVR 2 Headset, den PSVR 2 Sense Controller und die Stereo-Kopfhörer. Und das Ganze kostet dann stolze 649,99 €. Als drittes Produkt im Lineup findet sich noch die Ladestation für PlayStation VR 2 Sense Controller. Damit könnt ihr den PSVR 2 Sense Controller durch ein einfaches Klickdesign aufladen, ohne eine Verbindung zu einer PS5-Konsole herstellen zu müssen, wodurch die USB-Anschlüsse an der Konsole selbst dann frei bleiben. Die Ladestation kostet dann eben nochmal 49,99 €. Also angenommen, ihr holt euch das Horizon Call of the Mountain Bundle plus Ladestation, seid ihr dann eben 700 € los. Das muss man erstmal verdauen. Ein Schnäppchen ist es definitiv nicht. Aber okay, sagen wir mal, ihr wollt euch das trotzdem kaufen. Also wann und wie ist die PSVR 2 denn verfügbar? Anfangs, so schreibt Sony, sie nennen das während der ersten Einführungsphase für das Next-Gen-Headset, können Käufer in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg PlayStation VR 2 zunächst ausschließlich über den Online-Shop von PlayStation unter direct.playstation.com vorbestellen. Vorbestellungen für das neue PlayStation VR Headset beginnen am 15. November. Wichtig zu wissen ist aber, ihr könnt euch schon ab heute registrieren und Vorbestellungen aufgeben. PlayStation VR 2 Headsets und Bundles werden ab dem Veröffentlichungstag versandt. Weiter schreibt Sony in ihrem Blog, in anderen Märkten wird PlayStation VR 2 bei teilnehmenden Einzelhändlern verkauft, wodurch die Vorbestellungen am 15. November beginnen. Informationen werden von teilnehmenden lokalen Einzelhändlern in diesen Regionen bereitgestellt. Heißt, so viel wie Ketten wie Mediamarkt, Saturn und Co. werden selbst weitere Details bekannt geben, wann und wie man in ihren Märkten eine PSVR 2 bekommen kann. Weitere Spiele für die Hardware sind auch schon angekündigt. Diese befinden sich laut Sony derzeit in der Entwicklungsphase und zu Release sollen die PSVR 2 dann gleich mit 20 Titeln starten. Darunter The Dark Pictures, Switchback VR, Crossfire, Sierra Squad,
Cities VR Enhanced Edition, Hello Neighbor, VR2 und viele mehr. Zu den Spielen verlinke ich euch den Sony-Blog-Artikel unten in der Videobeschreibung. Die Frage ist jetzt, lohnt sich eine PSVR 2? Immerhin bietet die PlayStation VR 2 Sense-Technologie einige Features wie Headset-Feedback, Eye-Tracking, 3D-Audio und die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PSVR 2 Sense-Controller, die definitiv ein neuartiges Spielerlebnis bieten werden. Im Vergleich zur Vorversion hat es auch ein verbessertes Headset-basiertes Controller-Tracking und ein 4000 x 2040 HDR-Videoformat, also 2000 x 2040 Pixel pro Auge, was ein riesiger Qualitätssprung zur PSVR 1 ist. Aber ist das alles knappe 600 bis 700 Euro wert? Naja, für die breite Masse und für Gelegenheitsgamer ist das Ganze eher zu teuer, würde ich sagen. Aber für VR-Fans und diejenigen, die diese Summe ausgeben wollen und auch können, ist es sicherlich ein neues Spielerlebnis wert. Lasst mich gerne wissen, ob euch das Video geholfen hat, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten PS5-Video.